Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute geht es darum, warum ist ausgerechnet gerade mein Server F9, früher S31, schon sehr lange Zeit der Testserver, der Pre-Server bzw. der Server, wo die ganzen Events vorab schon einen Tag vorher getestet werden. Und dazu wurde jetzt vor kurzem nochmal Stellung bezogen. Das hätte ich mir tatsächlich schon vor Jahren gewünscht. Ich weiß nicht tatsächlich, wann das Backend auf das Spiel gezogen worden ist. Auf jeden Fall gab es damals noch nicht die Serverfusion. Ich denke mal, viele von euch werden sich noch dran erinnern. Und das war ja dann damals S31. Wäre auch mehr sehr interessant, wer die Videos schaut, weil vor allen Dingen das Video ist, denke ich mal, eher relevant bzw. interessant für die F9 bzw. damals auch unter anderem S31-Spieler. Und damals war es dann halt schon ein bisschen, es wurde schon viel gemutmaßt. Es gab ja zig deutsche Server bzw. halt auch, beziehungsweise internationale Server und halt eben auch noch anderweitig sprachige Server. Viele tschechische Server gab es und auch polnische Server. Und warum gerade ausgerechnet der deutsche Server S31, wo ich meinen Account drauf habe? Die Frage hatten wir tatsächlich schon mehr oder weniger so ein bisschen beantwortet im Interview mit Thorsten. Und da meinte er halt eben auch, dass es mehr oder weniger Zufall war, wohl doch denn aber jemand gesagt hatte, dass das wohl der Server ist, wo ich meinen Account drauf habe und diesbezüglich alle Neuigkeiten zwar einen Tag früher schon bringen kann, aber falls irgendwas schief läuft, kann ich einen Tag früher auch schon alle Fehler öffentlich machen so. Und das ist wiederum natürlich nicht so gut. Dann wurde sich dann am Ende des Tages dann doch dafür wohl entschieden, dass S31 dann der Server wird. Zu der Zeit wusste halt niemand, weil halt niemand irgendwie nach außen hin kommuniziert hat. Warum ist das jetzt ausgerechnet so mein Server jetzt hier? Ne? Also ist ja nicht mein Server, aber der Server, wo mein Main halt drauf spielt und wo ich ja das meiste meiner Videos auch auf YouTube hier bringe. Ne? Und das war dann ziemlich kurios gewesen. Es kam dann sogar schon so weit, dass es da irgendwelche Gerüchte gab, dass ich da irgendwie mit unter einer Decke stecke und so weiter und so fort. Weil wird ja nicht umsonst einfach der Server da ausgelost. Damals war es auch noch ein bisschen anders als heutzutage. Zu der Zeit gab es vielleicht nur eine Handvoll Content Creator, die Videos zu Shakes and Fidget gemacht haben, und ich meine wirklich eine Handvoll. Damals gab es noch nicht sowas wie so ein Creator Code oder irgendwelche anderen Server Starts Codes oder irgendwas in die Richtung, beziehungsweise gesponsert sein oder nicht, ne? Und sowas, das gab es alles noch nicht. Und demzufolge war diese Masse an Content Creators, die es heutzutage gibt, waren damals noch gar nicht da. Lass es im deutschen Raum wirklich eine Handvoll Creator gewesen sein, die regelmäßig was gemacht haben. Und da ist es natürlich dann schon nochmal ein bisschen zufälliger, dass da ausgerechnet, dass dann halt mein Account drauf fällt, weil heutzutage, gut, erstellt sich jeder Creator bei jedem Serverstart irgendwie einen Char, so, da ist es jetzt nichts Besonderes mehr, wenn da mal irgendwie jetzt zufällig, oder per Zufall, dass da irgendwie drauf landen sollte. Damals war es halt was anderes gewesen. So, und ich hatte halt eben schon alle Fehler vom Backend irgendwie mitbekommen gehabt. Es gab lange Zeit einen Bug zum Beispiel, beziehungsweise konnte man lange Zeit die Goldgrube abusen. Es gab, ich glaube, über ein halbes Jahr oder noch länger einen Bug, wo man die Goldgrube, sobald sie über der Hälfte gewesen ist, also an der Hälfte des Füllstandes, konnte man eine Aktion in der Unterwelt machen und dann hat sich die Goldgrube quasi direkt voll geresettet. Das heißt, man konnte quasi doppelt so schnell Gold aus der Goldgrube abholen. Und das auf der Stufe, könnt ihr euch vorstellen, hat halt übelst gescheppert. So. Das ging auf allen anderen Servern, außer auf meinem Server, auf S31. So, wir waren quasi ein halbes Jahr lang doppelt so schlecht hinterher gewesen,
beziehungsweise haben halb so viele Skillpunkte durch die Goldgrube bekommen und das ist das, was im Late Game wirklich am meisten carried. Da hatte ich damals sehr viele Videos zugemacht, mich sehr drüber aufgeregt. Leute waren abgefuckt gewesen, dass ich mich die ganze Zeit abfacke, so, ne? Und niemand wollte mir halt irgendwie glauben, ne? Und ja, das waren halt so viele Kleinigkeiten gewesen, bis dann mal irgendwann das offiziell kommuniziert wurde, ja, das neue Backend ist auf S31 und auf allen anderen Servern noch nicht. Da wurde leider überhaupt gar nichts kommuniziert damals und ja, deswegen kam es da halt eben zu vielen ja, Mutmaßungen, aber leider keinerlei großartigen Stellungnahmen dazu und lange Zeit war man halt der Dulli gewesen, sag ich mal, ne? Bis es dann halt irgendwann rauskam und ja, aber so lange ist halt eben der Server S31 komplett behind gewesen, was halt eben Gold Rewards und sowas anging, beziehungsweise halt auch andere Sachen, wo halt eben gewisse Sachen resettet worden sind. Ja, und das war halt eben lange Zeit sehr schade gewesen. Jetzt wurde am 25.08. vor ein paar Tagen, vor 2 Tagen, eine offizielle Stellungnahme dazu genommen, warum gerade jetzt F9 der Testserver sozusagen ist. Und F9 ist jetzt ausgerechnet der Fusionsserver, weil dort unter anderem auch S31 mit fusioniert worden ist, wo ja mein Main drauf ja, stattgefunden hat. Ja, und dadurch sind jetzt noch mehr Leute in diesen Testserver reingerissen worden, mehr oder weniger. Heutzutage finde ich das weniger schlimm. Wir haben alle Events einen Tag vorher. Heutzutage gibt es halt sowas nicht mehr, wie es früher gab, dass halt ja, alle anderen von irgendwas profitieren können, außer man selbst nicht. Und demzufolge ja, ist es halt so, wie es ist. Das wollte ich euch nur noch mal ganz kurz zeigen. Wie gesagt, das ist hauptsächlich halt für die S31 bzw. F9-Spieler sehr relevant und für mich persönlich auch sehr interessant, wie halt eben jetzt dazu die Stellungnahme ist. Producer Notes 24. Florian, der Leiter der Qualitätssicherung bei Playa Games, erklärt euch, warum die Welt F9 schneller mit Updates erhält und seine Zeit um einen Tag in die Zukunft verschoben wurde. Es wird auch heute noch gefragt, immer wahrscheinlich eher von neueren Spielern, warum das Update bzw. warum die Events heute schon bei mir sind und bei Ihnen auf den Server noch nicht. Das liegt halt eben daran, dass F9 ein Tag immer früher ist. Dort gehen allerdings auch die Events einen Tag dann halt eben auch früher zu Ende. Wenn jetzt ein Legendary Dungeon hier 10 Tage geht, geht er auf allen anderen Servern auch 10 Tage. Das heißt nicht, dass F9 jetzt irgendwie 11 Tage lang geht oder so, ja. Die Entwickler und Tester bei Shakes & Fidget prüfen alle neuen Features, behobene Bugs und wichtige Grundfunktionen vor der Veröffentlichung. Das Testen und Stabilisieren von Hotfixes dauert Stunden bis Tage. Ungetestete Versionen werden nur in Notfällen veröffentlicht, zum Beispiel bei kritischen Fällen. Um dennoch schnell und sicher Hotfixes liefern zu können, gibt es einen engen Zeitrahmen. Zum F9. Es bestehen technische Unterschiede zwischen internen Tests und Live-Welten. Die internen Testwelten sind instabiler und ändern sich häufig. Teilnehmer an Betas wissen, dass dort nicht immer alles rund läuft. Diese Vorversionen sollen nicht auf den Live-Welten bereitgestellt werden. Deshalb wird eine neue Version auf dem F9 einen Tag vor allen anderen Welten installiert, um sicherzustellen, dass sie stabil funktioniert. Also die F9-Leute müssen da ja wohl oder übel dann halt eben dafür hinhalten. Wie gesagt, es hat eben ja zwar Nachteile, dass wir alles Schlechte einen Tag früher auch bekommen, falls irgendwas nicht funktioniert, aber wir kriegen halt alle Updates einen Tag früher und vor allen Dingen für mich in meiner Situation ist es halt ganz cool, dass man halt eben die Updates schon den Tag vorher schon zeigen kann, beziehungsweise für den Tag danach die Videos schon vorbereiten kann. Aber klar, für alle anderen Spieler müssen sie natürlich für sich selbst wissen, ob es eher ein Vor- oder ein Nachteil ist. Ein Grund für die Zeitverschiebung ist die identische Abbildung von Events und Aufgaben, als wäre es bereits der nächste Tag. Nach der Installation werden routinierte Checks durchgeführt, doch das tatsächliche Spielverhalten der Spieler ist schwer zu simulieren. Echte Rückmeldungen sind daher entscheidend. Der F9 dient als Puffer, um Einstellungsfehler vor dem breiten Rollout zu erkennen. Also einen Tag später, wo dann halt wirklich das Update auf alle anderen Server gelauncht wird.
Warum der F9? Früher wurde der S31DE für dieses System genutzt, der aufgrund geringer Aktivität mit dem F9 fusionierte. Der F9 war klein, aktiv und erfüllte alle Anforderungen. Im Nachhinein wäre eine frühere Information an die Spieler sinnvoll gewesen. Die Version liegt jedoch meist nicht lange nur auf dem F9. Spielerfeedback ist entscheidend, um die Spiele von Player Games zu verbessern. Es sollte stets berücksichtigt werden, dass auch Mitarbeiter Fehler machen können. Ja, das ist ja auf jeden Fall ganz klar. Ja, wie gesagt, das auf jeden Fall so als kleines Statement dazu. Das war jetzt, würde ich sagen, mehr ja, oberflächlich formuliert, was aber auch nicht schlimm ist. Das war ja mehr so für die breite Masse. Das Statement, was ich mir persönlich mehr so erwartet hatte, das hatte ich ja schon im Gespräch mit Thorsten zusammen rausgefunden. Und ja, dadurch konnte man sich jetzt halt eben in kürzlicher Vergangenheit ein Bild darüber machen, warum es jetzt gerade eben der Server ist. Wie gesagt, das ist, denke ich mal, mehr relevant für die Leute, die hier zuschauen, die auch selbst davon betroffen sind. Aber vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen interessant, da mal so reinzuhorchen. Ja, mittlerweile, wie gesagt, finde ich es okay, dass es so ist. Allerdings früher, als es noch unter ferner Liefen quasi gelaufen ist, da war es halt eher uncool gewesen, weil man halt eben so mäßig keine Handhabe bzw. nicht mal ein Feedback bekommen hatte, was hier überhaupt los ist. Ne? Nur halt eben Mutmaßungen der Spielerschaft hat halt dazu geführt, dass man irgendwann früher oder später dann halt eben ja, starke Vermutungen aufstellen konnte, dass es unweigerlich S31 der Server ist, wo schon vorab ja, der zum Beispiel das neue Backend drauf getestet wird und ja, die Spieler dann halt eben davon betroffen sind. Jo, genau, gerne könnt ihr natürlich da eure Meinung auch zu in den Kommentaren kundtun. Und ja, aber für das heutige Video soll es das erstmal soweit gewesen sein. Ja, und das war es dann erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.